Hallo, ist dieser Platz noch frei? Ja, natürlich. Bitte setz dich. Vielen Dank. Ich bin Sarah. Freut mich, Sarah. Mein Name ist Marco. Bist du auch neu in diesem Kurs? Ja, heute ist mein erster Tag. Meiner auch. Ich bin ein bisschen nervös. Das musst du nicht sein. Alle hier sind sehr nett. Warst du schon im Sekretariat? Ja, ich habe heute Morgen alle Papiere abgegeben. Das muss ich nach dem Unterricht noch machen. Die Frau im Büro ist sehr freundlich. Das ist gut zu wissen. Woher kommst du, Marco? Ich komme aus Italien. Und du? Ich komme aus Brasilien. Oh, Brasilien ist ein tolles Land. Danke. Italien gefällt mir aber auch sehr gut. Warum lernst du Deutsch? Ich möchte hier in Berlin arbeiten. Welchen Beruf hast du? Ich bin Architektin. Und was machst du? Ich studiere Informatik. Das ist ein interessantes Fach. Ja, aber ich brauche Deutsch für mein Studium. Verstehst du schon viel? Ein bisschen, aber das Sprechen fällt mir schwer. Mir geht es genauso. Die Grammatik ist kompliziert. Ja, besonders die Artikel. Der, die oder das. Das ist immer ein Rätsel. Aber wir sind ja hier, um zu lernen. Genau. Kennst du schon die Lehrerin? Nein, aber ich habe gehört, sie ist sehr geduldig. Das ist wichtig für Anfänger. Wie findest du die Sprachschule bis jetzt? Das Gebäude ist sehr schön und modern. Ja, und es gibt eine Cafeteria im Erdgeschoss. Oh, das wusste ich nicht. Gibt es dort guten Kaffee? Ja, der Kaffee ist eigentlich ganz lecker. Vielleicht können wir in der Pause zusammen einen Kaffee trinken. Das ist eine gute Idee. Ich brauche morgens immer Koffein. Ich auch, sonst bin ich nicht wach. Wohnst du schon lange in Berlin? Nein, erst seit einer Woche. Hast du schon eine Wohnung gefunden? Ja, ich wohne in einer Wohngemeinschaft in Kreuzberg. Kreuzberg ist ein sehr lebendiger Stadtteil. Ja, es gibt dort viele Restaurants und Parks. Ich wohne noch in einem Hostel, aber ich suche eine Wohnung. Die Wohnungssuche in Berlin ist leider sehr schwer. Das habe ich gemerkt. Es ist sehr teuer. Ich kann dir helfen, wenn ich etwas höre. Das wäre wirklich sehr nett von dir. Kein Problem. Wir sind doch jetzt Mitschüler. Schau mal, da kommt die Lehrerin. Okay, dann geht der Unterricht jetzt wohl los. Ich bin gespannt auf die erste Lektion. Viel Erfolg uns beiden. Danke, dir auch. Sag mal, hast du schon Pläne für den Urlaub? Noch nicht ganz. Ich dachte an eine Reise in die Ukraine. Das klingt wunderbar. Wohin genau möchtest du? Ich möchte unbedingt in die Karpaten fahren. Oh, das ist eine tolle Idee. Die Natur dort ist herrlich. Ja, ich habe viele Fotos gesehen. Willst du lieber in ein Hotel in Bukowo gehen? Ich bin mir nicht sicher. Was meinst du? Ein Hotel in Bukowo ist sehr komfortabel. Das stimmt. Es gibt dort oft einen Pool und Wellness. Aber es ist dort auch ziemlich viel los. Das ist der Punkt. Ich möchte eigentlich Ruhe haben. Dann wäre ein kleines Holzhaus in den Bergen besser. Ein Haus direkt im Wald? Ja, weit weg vom Lärm der Stadt. Das klingt sehr entspannend. Man kann dort morgens die frische Luft genießen. Und man kann direkt vom Haus aus wandern gehen. Genau, es gibt viele Wanderwege in der Nähe. Gibt es in Bukowo auch gute Restaurants? Ja, das Essen dort ist fantastisch. Ich liebe die ukrainische Küche. Du musst unbedingt Banosch probieren. Was ist das genau? Das ist ein Gericht aus Maismehl mit Speck und Käse. Das klingt sehr lecker und deftig. Wenn wir im Hotel sind, haben wir Frühstück inklusive. Aber im Holzhaus können wir selbst kochen. Das ist auch schön, aber im Urlaub möchte ich eigentlich nicht kochen. Da hast du recht. Urlaub bedeutet keine Hausarbeit. Vielleicht finden wir ein Haus, das auch Essen anbietet. Das wäre die perfekte Lösung. Wie lange möchtest du dort bleiben? Ich denke an eine Woche im August. Im August ist das Wetter dort meistens sehr gut. Ist es im Sommer nicht zu heiß zum Wandern? In den Bergen ist es immer etwas kühler als in der Stadt. Das ist gut. Ich mag keine extreme Hitze. Sollen wir heute Abend nach Angeboten schauen? Gerne. Hast du dein Tablet dabei? Ja, wir können sofort im Internet suchen. Schau mal hier. Dieses Hotel sieht modern aus. Aber sieh dir diesen Preis an. Das ist sehr teuer. Stimmt. Das ist über unserem Budget. Und hier ist ein gemütliches Ferienhaus. Das sieht sehr traditionell aus. Es hat sogar einen Kamin für die Abende.
Das ist so romantisch und gemütlich. Und es kostet nur die Hälfte vom Hotel. Dann ist die Entscheidung gefallen, oder? Ja, nehmen wir das Haus in den Bergen. Super. Ich freue mich schon riesig auf die Reise. Ich auch. Ich werde morgen unsere Wanderschuhe suchen. Und ich kümmere mich um die Fahrkarten. Perfekt. Das wird ein toller Urlaub. Guten Tag. Ich brauche Hilfe bei den Fahrkarten. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte einen Preiszettel für einen Monat kaufen. Sie meinen eine Monatskarte? Ja, genau. Ich bin neu in Berlin. Kein Problem. Für welche Zonen brauchen Sie die Karte? Das weiß ich leider nicht. Was gibt es für Zonen? Es gibt die Zonen A, B und C. Was bedeutet Zone A? Zone A ist die Innenstadt, also alles innerhalb des S-Bahn-Rings. Und Zone B? Zone B geht bis zur Stadtgrenze von Berlin. Ich wohne in Charlottenburg und arbeite in Mitte. Dann reicht für Sie eine Karte für die Zonen A und B. Und was ist mit Zone C? Zone C ist für das Umland, zum Beispiel Potsdam oder der Flughafen. Muss ich oft nach Potsdam fahren? Das müssen Sie wissen. Fahren Sie oft dorthin? Nein, eigentlich nur sehr selten. Dann können Sie bei Bedarf einfach einen Anschlussfahrschein kaufen. Das klingt vernünftig. Was kostet die Monatskarte für AB? Die normale Monatskarte kostet aktuell 91 €. Oh, das ist ziemlich teuer. Es gibt auch eine Karte, die erst ab 9 Uhr morgens gilt. Ist die günstiger? Ja, die 9 Uhr Karte kostet etwa 63 €. Aber ich muss schon um 8 Uhr bei der Arbeit sein. Dann ist diese Karte leider nichts für Sie. Gibt es Rabatte für Studenten? Sind Sie an einer Universität in Berlin eingeschrieben? Nein, ich besuche nur eine Sprachschule. Dann bekommen Sie leider keinen Studentenrabatt. Schade. Kann ich die Karte auch am Automaten kaufen? Ja, oder ganz bequem über die App auf Ihrem Handy. Ist die App einfach zu bedienen? Ja, sie heißt BVG Fahrinfo. Muss ich die Karte in der App entwerten? Nein, digitale Tickets sind sofort gültig. Und wenn ich eine Papierkarte kaufe? Eine Monatskarte aus Papier müssen Sie nicht entwerten, Warum nicht? weil das Datum und Ihr Name bereits darauf stehen. Ah, ich verstehe. Muss ich meinen Ausweis zeigen, wenn ich kontrolliert werde? Ja, die Monatskarte ist persönlich und nur mit Lichtbildausweis gültig. Kann ich mit dieser Karte auch die Fähre benutzen? Ja, alle Busse, Bahnen und sogar die Fähren der BVG sind inklusive. Das ist ja klasse. Kann ich am Wochenende jemanden mitnehmen? Bei der normalen Monatskarte dürfen Sie am Wochenende einen Erwachsenen kostenlos mitnehmen. Das ist ein sehr guter Vorteil. Ja, das lohnt sich für Ausflüge am Sonntag. Gut, dann nehme ich die normale Monatskarte für die Zonen A und B. Möchten Sie bar oder mit Karte bezahlen? Ich bezahle mit Karte bitte. Bitte stecken Sie Ihre Karte in das Gerät. Hier ist meine Quittung. Vielen Dank für die Beratung. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt in Berlin. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Hallo, der Ausblick hier ist wirklich fantastisch. Ja, Kiew vom Wasser aus ist wunderschön. Schau mal dort rechts, das ist das Höhlenkloster. Die goldenen Dächer leuchten in der Sonne. Es ist heute auch ein perfekter Tag für eine Bootsfahrt. Ja, die Sonne scheint und es ist nicht zu heiß. Magst du den Fluss Dnipro? Sehr. Er ist so breit und ruhig. In meiner Stadt gibt es nur einen kleinen Fluss. Dann ist das hier eine große Abwechslung für dich. Auf jeden Fall. Die Luft hier ist auch viel frischer. Das stimmt. Auf dem Wasser ist es immer angenehm. Schau mal, da vorne ist eine Brücke. Das ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Sie sieht sehr stabil und groß aus. Da fahren auch viele Autos und Busse. Siehst du die Leute am Strand dort drüben? Ja, das ist eine Insel mitten im Fluss. Kann man dort auch schwimmen gehen? Ja, im Sommer sind dort sehr viele Menschen. Das Wasser sieht heute sehr sauber aus. Viele Leute machen dort auch gerne ein Picknick. Das ist eine gute Idee für das nächste Wochenende. Vielleicht können wir dann zusammen dorthin gehen. Sehr gerne. Ich liebe die Natur. Möchtest du etwas trinken? Ein kaltes Wasser wäre jetzt toll. Ich gehe kurz zum Kiosk hier auf dem Schiff. Danke, das ist sehr nett von dir. Kein Problem. Möchtest du auch ein Eis? Nein, danke. Nur Wasser bitte. Okay, ich bin gleich wieder da. Ich genieße in der Zwischenzeit die Aussicht. Hier ist dein Wasser. Es ist schön kalt. Vielen Dank, das tut gut. Wir fahren jetzt langsam unter der nächsten Brücke durch.
Die Statuen dort oben sehen sehr interessant aus. Das sind wichtige Symbole für die Stadt. Ich muss unbedingt ein Foto davon machen. Warte, ich kann ein Foto von dir machen. Das wäre super. Hier ist mein Handy. Bitte lächeln. 1, 2, 3. Danke, das Foto ist sehr schön geworden. Die Kirche auf dem Hügel ist auch ein gutes Motiv. Ja, die Architektur in dieser Stadt ist beeindruckend. Gefällt dir die Fahrt bisher? Ja, es ist sehr entspannend. Ich finde es besser, als mit dem Bus zu fahren. Auf dem Schiff hat man keinen Stress. Und man sieht die Stadt aus einer anderen Perspektive. Wie lange dauert die Fahrt noch? Ich glaube noch etwa 30 Minuten. Das ist perfekt. Ich möchte noch nicht aussteigen. Wir fahren jetzt langsam zurück zum Hafen. Dort am Hafen sind viele kleine Cafés. Wollen wir nach der Fahrt dort einen Kaffee trinken? Ja, das ist ein schöner Plan. Der Stadtteil dort heißt Podil. Ich habe gehört, es ist ein sehr altes Viertel. Ja, es gibt dort viele schmale Gassen. Das möchte ich mir unbedingt ansehen. Dann machen wir nach dem Kaffee einen Spaziergang. Abgemacht. Ich freue mich darauf. Das Schiff legt jetzt langsam an. Pass auf beim Aussteigen. Ja, danke. Dir auch einen schönen Tag noch. Thomas, bleib bitte kurz stehen. Was ist los? Warum bist du so blass? Ich glaube, meine Tasche ist offen. Hast du etwas verloren? Moment, ich muss nachsehen. Oh mein Gott, was fehlt? Dein Portemonnaie? Nein, mein Reisepass ist nicht da. Such noch einmal ganz vorsichtig in allen Fächern. Hier ist er nicht. Und hier auch nicht. Vielleicht liegt er ganz unten in der Tasche. Nein, hier sind nur mein Handy und meine Schlüssel. Das ist wirklich nicht gut. Wo hatten wir ihn zuletzt? Ich glaube am Ticketschalter vor dem Eiffelturm. Das ist erst 10 Minuten her. Vielleicht habe ich ihn dort liegen gelassen. Oder jemand hat ihn aus der Tasche genommen. Hier sind so viele Menschen. Ich habe nichts gemerkt. Wir müssen sofort zurück zum Schalter gehen. Ich habe Angst. Was machen wir ohne Pass? Ganz ruhig. Zuerst suchen wir dort. Wenn er dort nicht ist, müssen wir zur Polizei. Ja, und danach müssen wir die Botschaft anrufen. Mein ganzer Urlaub ist jetzt ruiniert. Nein, wir finden eine Lösung. Keine Sorge. Warum passiert mir das immer? Es kann jedem passieren. Paris ist sehr voll. Schau mal, dort ist der Schalter. Ich sehe dort keine Papiere auf dem Boden. Entschuldigung, haben Sie einen Pass gefunden? Frag den Mann im kleinen Büro dort drüben. Guten Tag, ich habe meinen Reisepass verloren. Er sagt, wir sollen einen Moment warten. Er schaut in seine Schublade. Mein Herz klopft so schnell. Er schüttelt den Kopf. Er hat nichts gefunden. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Wir gehen jetzt zur nächsten Polizeistation. Weißt du, wo die ist? Ich schaue kurz auf mein Handy. Hoffentlich sprechen Sie dort Englisch oder Deutsch. In Paris sprechen viele Polizisten Englisch. Ich bin so nervös. Ich kann kaum denken. Atme tief durch. Wir schaffen das schon. Ich brauche den Pass für den Flug am Sonntag. Die Botschaft kann dir ein Notdokument ausstellen. Aber das dauert bestimmt lange. Meistens geht das an einem Tag. Wir müssen auch meine Kreditkarten sperren. Aber deine Karten sind doch noch da, oder? Ja, die sind in meinem Portemonnaie. Dann ist das schon mal gut. Trotzdem fühle ich mich sehr unsicher ohne Pass. Das verstehe ich. Komm, wir gehen jetzt zur Polizei. Warte mal, was ist das in deiner Jackentasche? In meiner Tasche? Ich schaue mal nach. Das ist doch nicht etwa... Oh mein Gott, hier ist dein Pass. Was? Warum hast du meinen Pass? Ich erinnere mich jetzt. Du hast ihn mir am Schalter gegeben. Wirklich? Das habe ich total vergessen. Du wolltest die Fotos machen und hast ihn mir gereicht. Und ich habe eine Panikattacke bekommen. Es tut mir so leid. Ich habe es auch vergessen. Ich bin so froh, dass er da ist. Ich passe ab jetzt besser auf unsere Sachen auf. Nein, ich nehme ihn lieber sofort wieder an mich. Das ist eine gute Idee. Pack ihn ganz sicher weg. Jetzt können wir den Eiffelturm endlich genießen. Ja, und wir brauchen jetzt erst einmal einen Kaffee. Ja, zur Beruhigung. Mein Gott, was für ein Schreck. So, der Karton ist endlich im Wohnzimmer. Er ist schwerer, als ich gedacht habe. Es ist ja auch ein großer Esstisch. Hast du das Werkzeug schon geholt? Ja, ich habe einen Hammer und einen Schraubenzieher. Gut, dann machen wir jetzt den Karton auf. Sei vorsichtig mit dem Messer, kratzt das Holz nicht. Keine Sorge, ich passe auf. Hier sind sehr viele Einzelteile. Und schau dir diese Tüte mit den Schrauben an. Wo ist die Anleitung? Hier liegt sie, ganz oben. Okay, Schritt 1. Wir brauchen die 4 Beine. Hier sind die Beine. Sie sehen stabil aus. Jetzt brauchen wir die langen Schrauben. Meinst du diese hier oder die kürzeren? In der Zeichnung sehen sie lang aus.
Warte, ich zähle sie kurz nach. Es müssen insgesamt 8 Stück sein. 1, 2, 3. Ich finde nur 7. Das darf nicht wahr sein. Such noch mal im Karton. Ah, hier ist sie. Sie war unter dem Papier versteckt. Gott sei Dank. Jetzt können wir anfangen. Halte bitte das Tischbein fest. So, ist das gerade genug? Ja, perfekt. Jetzt drehe ich die Schraube rein. Das geht aber schwer. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Ich brauche nur Kraft. Jetzt das zweite Bein. Wo ist das Loch? Hier auf der linken Seite. Siehst du es? Ja, ich sehe es. Aber die Schraube passt nicht. Zeig mal fair. Du hast das Bein falsch herum. Tatsächlich. Die Anleitung ist ein bisschen kompliziert. Wir müssen genau auf die Bilder schauen. Okay, jetzt stimmt es. Jetzt passt die Schraube. Super. Wir sind schon bei Schritt 4. Was kommt als nächstes? Wir müssen den Rahmen befestigen. Dafür brauchen wir diesen kleinen Schlüssel. Den Inbusschlüssel? Der liegt hier. Das dauert ganz schön lange. Möbel aufbauen ist immer wie ein Puzzle. Aber am Ende ist man stolz auf das Ergebnis. Wenn der Tisch nicht wackelt, bin ich zufrieden. Wir müssen die Schrauben wirklich fest anziehen. Das mache ich jetzt. Gib mir mal den Hammer. Warum brauchst du jetzt den Hammer? Für diese kleinen Holzteile hier. Sei vorsichtig, schlag nicht zu fest zu. Ich weiß, ich mache das ganz vorsichtig. Jetzt müssen wir den Tisch umdrehen. Er ist sehr schwer. Hilf mir bitte. 1, 2, 3 und hoch damit. Vorsicht mit der Lampe an der Decke. Er steht. Er sieht wirklich toll aus. Warte mal, warum wackelt er so? Vielleicht ist der Boden uneben. Nein, schau mal hier unten. Ein Bein ist locker. Wir haben eine Schraube vergessen. Tatsächlich, sie liegt noch auf dem Boden. Also müssen wir ihn noch einmal umdrehen? Nein, ich komme so dran. Ich lege mich unter den Tisch. Kannst du dort überhaupt etwas sehen? Es ist ein bisschen dunkel, aber es geht. Hast du es geschafft? Ja, jetzt sitzt die Schraube fest. Probier es jetzt noch einmal aus. Jetzt bewegt er sich kein Stück mehr. Super Arbeit. Wir sind ein tolles Team. Jetzt haben wir uns ein Abendessen verdient. Ja, aber zuerst müssen wir den Müll wegbringen. Oh nein, so viel Karton und Plastik. Wenn wir zusammen helfen, geht das ganz schnell. Okay, ich bringe den Karton zum Container. Und ich mache den Tisch sauber. Danach können wir auf unserem neuen Tisch essen. Das ist eine wunderbare Idee. Hallo Marc, hast du heute schon Hunger? Hallo Julia. Ja, ich habe sogar sehr großen Hunger. Das ist gut, denn ich möchte heute etwas Besonderes kochen. Was möchtest du denn kochen? Ich habe ein neues Rezept für ukrainische Wareniki gefunden. Oh, das klingt fantastisch. Ich liebe Teigtaschen. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Wofür kannst du dich nicht entscheiden? Ich weiß nicht, ob ich sie mit Kartoffeln oder mit Kirschen machen soll. Das ist eine schwierige Frage, denn beides schmeckt sehr gut. Was magst du lieber zum Mittagessen? Ich glaube, Kartoffeln sind besser für eine Hauptmahlzeit. Aber Kirschen sind so schön süß und sommerlich. Das stimmt. Aber machen sie auch wirklich satt? Wenn wir viele davon essen, dann machen sie bestimmt satt. Wir könnten auch beide Sorten machen. Das ist viel Arbeit für einen Nachmittag. Ich kann dir in der Küche helfen. Kannst du Teig kneten? Nein, aber ich kann die Kartoffeln schälen. Okay, das ist ein guter Anfang. Sollen wir Speck und Zwiebeln zu den Kartoffeln machen? Ja, das ist das klassische Rezept. Und was machen wir zu den Kirschwareniki? Dazu brauchen wir viel saure Sahne und vielleicht etwas Zucker. Das klingt wie ein Dessert. In der Ukraine isst man die süßen Wareniki oft als Hauptgericht. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Ich habe alle Zutaten schon im Kühlschrank. Hast du auch genug Mehl für den Teig? Ja, ich habe 2 Kilo Mehl gekauft. Brauchen wir für den Teig auch Eier? Ja, 2 Eier und ein bisschen Wasser und Salz. Das klingt eigentlich ganz einfach. Die Form zu machen ist aber schwierig. Muss man sie wie einen Halbmond formen? Genau, und die Ränder müssen fest zu sein. Sonst geht die Füllung beim Kochen im Wasser verloren. Richtig, und das wollen wir nicht. Sollen wir zuerst die Kartoffeln kochen? Ja, sie müssen danach auch ein bisschen abkühlen. Ich fange jetzt sofort mit dem Schälen an. Super, dann bereite ich schon mal die Kirschen vor. Sind die Kirschen frisch oder aus dem Glas? Ich habe frische Kirschen auf dem Markt gekauft. Dann müssen wir aber noch die Steine entfernen. Das dauert ein bisschen, aber es lohnt sich.
Ich freue mich schon sehr auf unser Essen. Ich auch. Es wird bestimmt köstlich. Hoffentlich gelingt der Teig beim ersten Mal. Wir geben uns einfach viel Mühe. Kochen wir heute für uns allein oder laden wir Freunde ein? Vielleicht rufen wir meine Schwester an. Gute Idee. Sie mag Wareniki auch sehr gerne. Dann haben wir mehr Spaß in der Küche. Und mehr Leute, die beim Abwasch helfen können. Da hast du absolut recht. Guten Tag. Wie viel kostet diese alte Lampe hier? Guten Tag. Das ist ein sehr schönes Stück aus Metall. Ja, sie sieht alt aus, aber funktioniert sie auch? Natürlich. Ich habe sie gestern noch getestet. Und was ist der Preis für diese Lampe? Sie kostet 80 Euro. 80 Euro? Das ist aber sehr teuer für einen Flohmarkt. Schauen Sie sich das Material an. Das ist echte Handarbeit. Aber der Lampenschirm hat einen kleinen Kratzer. Das ist normal für ein Objekt, das 50 Jahre alt ist. Ich finde, 50 Euro wären ein fairer Preis. Das ist viel zu wenig. Dafür kann ich sie nicht verkaufen. Was ist denn Ihr letzter Preis? Ich kann Ihnen 70 Euro anbieten. Das ist immer noch über mein Budget für heute. Wissen Sie, diese Lampen sind gerade sehr modern. Ich bin Studentin und habe nicht so viel Geld. Ich verstehe das. Aber ich muss auch etwas verdienen. Wie wär's mit 60 Euro? Machen wir 65 Euro. Und sie gehört Ihnen. Wenn Sie mir noch diesen kleinen Teller dazu geben, dann sage ich ja. Welchen Teller meinen Sie? Den blauen dort in der Ecke. Der Teller kostet eigentlich auch 5 Euro. Dann geben Sie mir beides für 65 Euro. Sie sind eine sehr harte Verhandlerin. Ich liebe einfach alte Dinge und möchte sie reparieren. Na gut, weil Sie es sind. Abgemacht. Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Brauchen Sie eine Tüte für die Sachen? Ja, bitte. Die Lampe ist etwas schwer. Ich packe sie vorsichtig in Zeitungspapier ein. Das ist gut, damit sie nicht kaputt geht. Kommen Sie oft hierher zum Flohmarkt in Brüssel? Ja, fast jeden Sonntagmorgen. Dann haben Sie bestimmt schon viele Schätze gefunden. Ja, meine ganze Wohnung steht voll mit alten Möbeln. Das ist ein tolles Hobby. Hier sind die 60 Euro und hier sind noch 5 Euro. Vielen Dank, das stimmt so genau. Haben Sie nächste Woche wieder neue Sachen? Ja, ich bekomme am Mittwoch eine neue Lieferung. Dann schaue ich vielleicht wieder vorbei. Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Danke, ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Danke gleichfalls. Viel Freude mit der Lampe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und bis bald. Guten Tag. Ich habe ein großes Problem. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe seit heute Morgen schreckliche Zahnschmerzen. Das tut mir leid. Haben Sie einen Termin bei uns? Nein, ich bin nur im Urlaub hier in Spanien. Wo genau tut es denn weh? Auf der linken Seite oben, ganz hinten. Ist der Zahn empfindlich bei Kälte oder bei Hitze? Ja, besonders wenn ich kalte Limonade trinke. Setzen Sie sich bitte auf den Behandlungsstuhl. Ich habe ein bisschen Angst vor Zahnärzten. Keine Sorge, ich schaue nur erst einmal vorsichtig nach. Bitte seien Sie vorsichtig, es ist sehr empfindlich. Ich fange jetzt das Licht an und schaue in Ihren Mund. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Ich sehe dort ein kleines Loch im Backenzahn. Muss der Zahn gezogen werden? Nein, ich glaube, eine kleine Füllung reicht aus. Können Sie das heute sofort machen? Ja, ich habe eine Lücke im Terminkalender. Brauche ich eine Spritze gegen die Schmerzen? Das ist besser. Dann spüren Sie von der Behandlung gar nichts. Okay, dann machen wir das bitte mit Spritze. Wie lange bleiben Sie noch hier im Urlaub? Ich fliege erst in 5 Tagen wieder nach Hause. Dann ist es gut, dass Sie heute gekommen sind. Mit Zahnschmerzen kann man den Urlaub nicht genießen. Das stimmt. Man kann dann gar nicht richtig essen. Genau, ich konnte heute Morgen nicht einmal frühstücken. So, die Spritze ist jetzt fertig. Merken Sie schon etwas? Meine Wange fühlt sich langsam ganz taub an. Das ist gut. Dann wirkt das Mittel richtig. Wie lange dauert die Behandlung insgesamt? In etwa 20 Minuten sind wir fertig. Und darf ich danach sofort wieder essen? Sie sollten warten, bis das Taubheitsgefühl weg ist. Also ungefähr 2 oder 3 Stunden? Ja, genau. Sonst beißen Sie sich vielleicht in die Zunge. Das ist ein guter Tipp, danke. Ich fange jetzt an zu bohren. Wenn es weh tut, heben Sie die Hand. Alles klar, ich bin bereit. Alles ist gut gegangen. Das Loch ist nun zu. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich fühle mich schon besser. Bitte schön. Hier ist noch ein Glas Wasser zum Spülen. Bezahle ich die Rechnung hier an der Kasse? Ja, meine Kollegin vorne gibt Ihnen auch ein Formular für Ihre Versicherung. Das ist perfekt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gerne.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und schmerzfreien Urlaub. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo Thomas, hast du den Wetterbericht für morgen gesehen? Hallo Sarah. Ja, es soll den ganzen Tag die Sonne scheinen. Das ist die perfekte Gelegenheit für ein Picknick am See. Das finde ich auch. Wir waren schon lange nicht mehr am Zürichsee. Sollen wir uns um 11 Uhr morgens treffen? 11 Uhr ist eine gute Zeit, dann finden wir noch einen Platz im Schatten. Wer bringt was zum Essen mit? Ich kann mich um das Fleisch und den Grill kümmern. Super, dann übernehme ich die Salate und das Brot. Welchen Salat möchtest du machen? Ich mache einen großen Nudelsalat mit Tomaten und Pesto. Das schmeckt immer sehr gut. Alle lieben deinen Nudelsalat. Soll ich auch noch einen Obstsalat als Nachtisch machen? Ja, das wäre sehr erfrischend bei der Hitze. Was ist mit den Getränken? Ich kann eine Kiste Mineralwasser und ein paar Flaschen Limonade kaufen. Wir brauchen auch viel Eis, damit die Getränke kalt bleiben. Ich habe eine große Kühltasche im Keller. Perfekt. Ich bringe auch noch eine Picknickdecke mit. Ich habe auch noch 2 Klappstühle. Soll ich sie einpacken? Ja, das ist bequemer, als nur auf dem Boden zu sitzen. Sollen wir noch jemanden fragen, ob er mitkommen möchte? Vielleicht haben Lukas und Maria Zeit. Ich schreibe ihnen gleich eine Nachricht auf dem Handy. Hoffentlich müssen sie nicht arbeiten. Morgen ist Samstag, da haben die meisten Leute frei. Stimmt, das hatte ich fast vergessen. Brauchen wir auch Musik für morgen? Ja, ich bringe meine kleine Bluetooth-Box mit. Dann können wir ein bisschen entspannte Musik hören. Wir dürfen aber nicht die Sonnencreme vergessen. Oh ja, die Sonne am Wasser ist sehr stark. Ich habe auch noch einen Sonnenschirm im Auto. Den sollten wir unbedingt mitnehmen. Fahren wir mit dem Zug oder mit dem Auto zum See? Mit dem Auto ist es besser, weil wir so viele Sachen haben. Dann holst du mich morgen um 10:30 ab? Ja, ich bin pünktlich bei dir vor der Haustür. Soll ich noch Servietten und Pappteller kaufen? Ich glaube, ich habe noch welche im Schrank stehen. Schau bitte nach, sonst kaufe ich sie schnell. Ich schaue nachher nach und sage dir Bescheid. Alles klar, ich freue mich schon sehr auf morgen. Ich mich auch. Das wird ein toller Tag am Wasser. Dann bis morgen früh, Thomas. Bis morgen, Sarah. Hab noch einen schönen Abend. Danke, du auch. Tschüss.